Das ist Andreas Marein am 27. Juni 2022 mit einem Sensationsmodell. Super Lightweight steht drauf und Super Lightweight ist auch drin. Ich zeige es mal gerade. Es hat ein Leergewicht von 3104 Kilogramm und die technisch zulässige Gesamtmasse sind 4250. Das heißt über 1 Tonne Zuladung. Sensationell. Ungefähr so ist es, ja. So sieht's aus. Das ist schön gesagt. Das hast du sehr schön gesagt. Der steht jetzt hier auf einem Heavy-Chassis mit 4,25 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Den kann man aber auch ablasten lassen auf 3,5 Tonnen und dann kann man den auch mit dem kleinen Führerschein fahren. Klar ist dann die Zuladung deutlich eingeschränkt, aber das geht. Also habe ich übrigens gemacht. Hallo, erstmal Thorsten. Hallo. Du bist neu dabei bei Marein, das hast du gut überlegt. Ja, ich habe es gut überlegt. Ja, ist so. Du kommst wirklich von einem namhaften Autokonzern Ja. Und kommst jetzt zu Carthago. Ja, ist ja auch ein namhafter Konzern, Carthago. Von daher habe ich alles richtig gemacht. Ich kriege ihn nicht reingelegt, das ist so. Er hat unglaublich viel Erfahrung im Bereich Automobil. Ja, ich glaube, 24 Jahre warst du bei einer 25. großen Autohausgruppe hier aus der, sag mal, Kölner Region. Ja, genau, rheinische Tiefebene. Genau. Rheinische Tiefebene. Thorsten, wir sehen dich später mal auf dem Caravansalon. Auf So jeden ist es, Fall. du hörst mal ein bisschen zu, was wir zwei hier verzapfen. Sehr gerne. Das ist so, und freust dich schon ein bisschen? Ja, natürlich. Warum? Ja, weil es spannend ist. Spannendes Thema. Geld Mein eigenes gibt's auch. Hobby sozusagen zum Business zu machen. Ist doch super. Gibt doch Geld ab und zu. Ja, aber nur symbolisch halt. Ne? Ja, symbolisch. Ist ja so, dass Automobilbranche war ja immer so, ihr wurdet ja entlohnt, wenn die Fahrzeuge ausgeliefert worden sind. Da gab es eine Provision. So ist Jetzt das. wurden ja nicht so viele ausgeliefert in letzter Zeit. Ne? Ja, so. es gibt Lieferschwierigkeiten. Ja, du hast einen riesen Faible für Porsche. Für Porsche habe ich habe sogar selbst einen, von daher. Ich habe ein bisschen gepetzt, Okay. muss ich sagen. Ich habe ihm gesagt, dass du alte Porsche-Modelle kaufst und restauriert. Das habe ich ihm schon verraten. Ja. Genau. So, jetzt geht's ja. Der kann nicht hell sehen, es muss doch von mir. Ey, du alte Petze. Der hätte sich bis heute Abend gefragt, wo ich das weiß. Ja, so, aber es ist ja so, Porsche ist ja, ich sag mal, ein Ingenieursprodukt, auf die viele Leute es kaufen, weil sie stolz sind. Nicht, weil ich jetzt ein teures Auto habe, sondern weil das technisch einfach ausgereift ist, gut ist. Carthago, hat dir das vorher schon mal irgendwas gesagt? Auf jeden Fall, ist ja auch ein Premium-Hersteller. Ne? Also ich bin selbst Besitzer eines Wohnmobils und Carthago wäre für mich auch in die enge Wahl gekommen. Und was hast du eins? Ich habe einen aus der Knaus Tabakgruppe tatsächlich. Was war ein? Ein Weinsberg. In Weinsberg. Ja. Okay, ist Genau. doch toll. Ja, eben. Ich sage ja auch nichts Gegenteiliges. Das werden wir noch ändern, Sven. Das werden wir ändern. Also Doppelbodenkonzept, wir werden jetzt mal ein bisschen aufklären, was ist hier so ein bisschen anders. Der Weinsberg hat wahrscheinlich keinen Doppelboden, oder? Den du hast. Nein, hat er nicht. Leider nicht. Leider nicht. Doppelboden-Vorteil ist natürlich die Klimatisierung. Du hast da so einen Wärmespeicher, Doppelboden, der die kalten Füße ein bisschen eliminiert. Du bist kein Wintercamper, oder? Nein, nicht wirklich. Aber das hier wäre kein Problem, oder? Wintercamper? Nee, das ist überhaupt kein Thema. Wir haben hier diesen Klimaspeicher Doppelboden. Ja, und in dem Klimaspeicher Doppelboden ist eben die gesamte Bordtechnik verbaut. Also das heißt Frischwasser wie Abwassertank liegt da dementsprechend drin. Der ist natürlich auch beleuchtet, dieser Zwischenraum. Da vorne über diesen Kippschalter kann man das ein- und ausschalten halt dementsprechend. Genau, richtig. Und was man halt eben sieht, wir arbeiten mit 2 Dichtgummis. Das heißt also, die Klappe hier stellt im Grunde genommen keine Wärmebrücke dar. Was man wissen muss, bei Carthago wird jedes Loch, sage ich jetzt mal so, was wir in die Wand hineinschneiden, um eine Klappe draus zu machen, wird genau dieses Material dann auch genommen, um eben auch diese Klappe draus zu fertigen. Da gibt es eine äußere Dichtung, die halt hier schön abschließt, damit der Dreck nicht da reinläuft, und dann eben die innere Dichtung, die dann eben die Wärme drinnen und die Kälte draußen hält. Schön mit einem Doppelverschluss, sodass die auch wirklich press anliegt. Und wenn man das Klangbild hört, das hört sich schon satt an. Ne? Ja, wir haben ja mal Modelle auf der Messe gefilmt, das haben sie in der Mitte durchgeschnitten. Das wolltest du eigentlich immer mal zulegen. Ja, Ist wahrscheinlich noch mal zu sehen, da kann man sehr schön sehen, wie der Aufbau ist. Ja. Ja, dieses Modell steht quasi auch gerade zum Verkauf, weil es hat ausgedient in der Carthago-Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob es schon verkauft ist, aber es stand jetzt zum Verkauf, da konnten die Händler drauf bieten und es stand in die Ausstellungshalle stellen. Genau, so sieht es aus. Und wir stehen ja hier jetzt an einem Kompaktline, an einem i143. Das Schöne ist ein Auto, das ist knapp unter 7 Meter, nämlich 6,95. Und der Kompaktline hat eine Gesamtbreite von 2,12 Meter und ist eben dadurch 15 cm schmaler wie die anderen Carthago-Modelle. Ne? Ist also nicht wesentlich breiter wie ein Malibu Kastenwagen, der ist 2,5 Meter.
Ich habe hier ein wirklich handliches Auto, wo ich mit durch Baustellen flitzen kann und habe aber innen drin ein vollwertiges Reisemobil. Hier ist der Gasstaukasten. Da gibt es auch noch optional so einen Staukastenauszug. Dann stehen die Flaschen schön nebeneinander und ich kann die jetzt hier rausholen. Das hat der jetzt hier nicht verbaut, aber das kann man auch ohne Probleme nachrüsten. Das Heavy-Chassis, es ist hier leicht zu sehen, denn die Felgen, das kann ich dir vielleicht mal kurz erklären, Andreas. Erklär mir das mal bitte, ich habe das noch nie gehört. Woran erkennst du sofort, dass das ein Heavy-Chassis ist? Die sind also nicht ausgespart, die Felgen, sondern sind viel dramatischer. Erzähl, du hast mir das eben noch beigebracht. Ja, genau. Ich habe dir das heute noch beigebracht. Du erkennst direkt auf einen Blick bei diesem Felgenbild, das sieht so aus wie dieses alte Teil, was wir früher in die Platten reingetan haben, wo die großen Löcher waren. Ja. Die Leute, die noch Schallplatten, also LPs wie auch Singles kennen, die kennen auch dann diesen Stern, von dem ich gerade rede. Das ist beim Heavy-Chassis, sieht das halt so aus. Und beim Light-Chassis ist ein ganz anderes Felgendesign. Müssten wir mal eins weitergehen. Der nächste Malibu, ja, ich komme noch. Der hat ein Light-Chassis drunter. Das ist das Light-Chassis. Da sieht die Felge dann eben halt so aus. Und so sieht man direkt auf einen Blick, ist ein Light-Chassis, also 3,5 Tonnen, oder ist ein Heavy-Chassis, 4,25 Tonnen. Und das Schöne ist, der wäre sogar noch auflastbar für eine kleine Gebühr, weil bautechnisch wird das Auto nicht verändert, auf 4,5 Tonnen. Bei der Tonnen. Da hast du Zuladung, dass der Arzt kommt. Das ist so. Also viele entscheiden sich ja für eine stufenweise Nutzung, die fangen vielleicht mal an mit 3,5 Tonnen, das würde gehen, dann hast du halt gar keine Zuladung mehr quasi. Genau. Dann steigen irgendwie 2 Leute ein, dann sind wir auf 3,5 Tonnen. Aber es gibt ja auch viele, die nutzen das für Kurztrips und so weiter, die reißen die 3,5 Tonnen nicht. Achslasten ist natürlich zu beachten, die stehen extra nochmal drin. Genau, richtig, Achslasten. Ich sag mal, die zulässige Gesamtgewicht ist immer 1 und je nachdem, jetzt hat man beim Kompaktline jetzt nicht das Problem mit den Achslasten, aber je nachdem, was es für ein Fahrzeugmodell ist, sollte man schon darauf achten, dass man wirklich bei einem Fach- und sachkundigen Verkaufsberater landet, weil da sind schon Achslasten zu beachten. Ich weiß genau, bei welchem Auto man welche Ausstattungsoptionen besser nicht nimmt oder besser nimmt, damit beispielsweise eine Vorderachse entlastet wird. So hat dieses Fahrzeug zum Beispiel den Endfall des Hubbettes vorne drin. Das heißt, das ist ein klassisches Zwei-Mann-Fahrzeug und damit tue ich der Vorderachse wieder was Gutes. Wie gesagt, der Kompaktline hat überhaupt kein Problem damit, weil ich entlaste die Vorderachse damit um 60 Kilogramm, wenn das Hubbett rausfliegt. Es gibt auch was Schönes, dass die jetzt so einen entsprechenden Überhang haben, ist auch konstruktionsbedingt. Das heißt, alles, was in die Heckgarage reinkommt, entlastet die Vorderachse. Das ist so, genau. Die Heckgarage ist bei dem Fahrzeug mit 250 Kilo belastbar. Und wenn ich jetzt dann einen Motorroller reinmache oder 2 E-Bikes oder was auch immer, dann entlaste ich die Vorderachse nicht um das Gewicht, was ich einlade, sondern um wesentlich mehr durch die Hebelwirkung, weil ich ja hinter der Hinterachse belade. Das ist so. Da ist ja meine Garage, weil ich sag mal, auf vieles wurde hier Wert gelegt. Das Fahrzeug ist extrem gewichtsreduziert, so kann man sagen, alles Leichtbau. Genau, richtig. Das ist alles Leichtbau, in der Tat. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch einen extrem stabilen und verwindungsfreien Aufbau und auch Möbelbau im Fahrzeug drin. Unsere Möbel sind ja ineinander verzapft, also nicht nur zusammengeschraubt, sondern mit Nut und Feder gearbeitet, so wie der alte Zimmermann das gemacht hat. Und von daher haben wir einen wirklich sehr verwindungssteifen Innenausbau und auch die Karosserie. Die Zentralelektrik sitzt immer bei jedem Karthago hinten rechts in der Ecke drin. Da kann man auch mal ganz schnell einen Blick reinwerfen. Da ist dann Ladegerät verbaut. Hier ist nochmal so ein kleiner Batteriebooster drin. Der kann jetzt nicht so viel, aber sorgt zumindest für eine Batterieladung, eine gleichbleibende. 220 Volt Sicherung, FI-Schalter und die 12 Volt Versorgung ist hier drin. Und ganz wichtig, bei jedem Karthago sind auch dementsprechend schon Steckdosen hier hinten drin, sodass ich halt, wenn ich ein E-Bike habe und habe jetzt entweder einen externen Stromanschluss dran oder einen Spannungswandler, kann ich hier auch dann gleich meine E-Bikes laden. Ja, eine Besonderheit ist diese Öffnung hier, wo du direkt den Boden siehst. Genau, da ist nämlich der Tank drin. Genau, das ist ein Frischwassertank, das ist eine Revisionsklappe. Das heißt, hier kann ich auch im Bedarfsfall mit der Hand reingehen und den auswischen, wenn ich es besonders gründlich machen möchte, was ich ja auch empfehle. Hier sieht man dann auch nochmal den Aufbau halt. Das ist jetzt hier quasi GFK, aber es ist ja Unterboden. Bei Karthago ist auch der Unterboden eine GFK-Beschichtung drauf, also nicht nur auf dem Dach wegen dem Hagelschutz. Hier haben wir es wegen Steinen, die hochfliegen können. Dann ist hier so ein RMT-Schaum drin, der halt extrem isoliert. Diese Nuten, die hier drin sind, da ist der Kleber drin eingespritzt und dann wird das verpresst. Und so haben wir halt eben dann eine 38 mm dicke Wandstärke,
die eine Isolation hat wie eine 2 Meter dicke Betonmauer. Friert jetzt der Tank ein im Winter? Nee. Nein, der friert nicht ein. Der sitzt unten in einem Kasten drin, da läuft auch ein Heizschlauch rein. Der ist also mit beheizt und sitzt damit sozusagen mit im beheizten Raum des Fahrzeugs. Der Schwerpunkt ein Traum, oder? Ja, das Auto fährt sich von der Handlichkeit wie ein PKW. Also wie du schon gesagt hast, war der Schwerpunkt. Wir haben alles, was schwer ist, im Auto unten im Doppelboden verbaut. Und deswegen fahren sich unsere Autos in Kombination mit dem Alco-Tiefrahmen-Chassis so extrem handlich und PKW-ähnlich. Preis von dem? Wie liegt der ungefähr? Ja, okay, also es ist mittlerweile dann auch Geld, das muss man sagen, 126.500 Euro. Da ist schon ein bisschen was drin, aber der ist tatsächlich noch nicht zu Ende gedacht. Ne? Da fehlt jetzt noch eine Markise und ja, ein bisschen Individualisierung kommt da immer so. Aber so ein Auto kostet nachher immer um und bei so um die 135.000 Euro. Hier ganz praktisch auch noch mal direkt neben dem Eingang noch mal ein schönes Fach halt, wo ich sag mal Schuhe reintun kann. Jetzt ich bin Hundebesitzer, Hundenapf, Leine, Spielzeug vom Hund, alles was halt dreckig ist. Meine Frage, Boden ist komplett holzfrei. Der ganze Aufbau ist komplett holzfrei. Also was alles außen ist, innen drin die Möbel sind natürlich aus Holz logischerweise, aber wir haben kein Holzgerippe oder sonst irgendwas. Wir haben außen Alu. Wie gesagt, RMT-Schaum und innen drin Aluminium. Innen drin der Aluminium reflektiert natürlich Wärme viel besser als wie jeder andere Werkstoff. Und somit habe ich ein viel effektiveres Raumklima im Fahrzeug und verbrauche auch weniger Gas wie bei anderen Vergleichsfahrzeugen. Made in Germany? Das Auto ist in Odranschik gebaut. Wir haben ja noch 2 Werke. Eins in Odranschik, wo der C-Kompaktline unter anderem gebaut wird. Und eins in Aulendorf am wunderschönen Bodensee in der Ravensburger Nähe, wo dann die größeren Fahrzeuge E-Line, S-Plus und Liner V2 gebaut wird. Sieht man aber nicht von außen, ne? Nee, das sieht man nicht von außen überhaupt nicht. Von innen auch nicht. Von innen siehst du es auch nicht. Und wir bauen jetzt gerade noch ein 3. Werk. Das ist auch kein Geheimnis. Das geht auch jetzt bald an den Start, wo dann exklusiv nur die Kastenwägen gebaut werden. Damit kriegen wir nochmal eine deutlich höhere Stückzahl hin. So, und die Fenster sind leicht getönt. Mach mal auf, bitte. Sehr Wir haben gerne. ein Tiefrahmenchassis. Das bedeutet, auch der Einstieg ist einigermaßen barrierefrei. Das ist ja so, ja, als du herkamst, quasi, es ist ja letztlich genau das Gleiche. Es ist ein Kofferraum drin, es gibt Sitzplätze, es gibt ein Lenkrad. Ja. Oder ist doch ein bisschen anders, so ein Reisemobil? Ja, doch ein bisschen anders. Klar, es ist ein zweites Zuhause, ne? Das kannst du mit einem normalen PKW nicht vergleichen. Ne? Die Leute, die vorbeikommen, sind schon cool drauf teilweise, oder? Das heißt, die freuen sich wie Bolle, dass sie endlich mal in Urlaub fahren. Ja, denke ich mal, ne? Mit so einem Fahrzeug in Urlaub fahren. Das ist halt was für individuelle Leute, ne? Klar. So, die Design ist ja schon fast frech für Carthago-Verhältnisse, oder? Ja, das ist Carthago ungewöhnlich ja, frech, das kann man ruhig so sagen, so lassen wir es im Raum stehen, genau. Wenn du da reingehst jetzt, wie gesagt, der hat den Endfall des Hubbettes und dafür gewinnt er dann die Dachstaukästen dazu. Du hast da schon so ein bisschen Mini-Liner-Gefühl, ne? Also du bist ja auch ein großer Mann, ich glaube, du bist noch mal ein bisschen größer, bist du 1,90 rum? Ja, 2,10 Meter. Ach Quatsch, nee, also 1,90? 1,83. Echt? Ja, ich bin Okay. einen Zentimeter größer als du. Ja, dann hast du High Heels vielleicht an, vielleicht liegt es daran. Aber hier unten der schwarze Knopf. Ja, der ist dafür da, um den Tisch halt zu entriegeln. Das heißt, wenn wir da drauf treten, wird die Entriegelung des Tisches gelöst und ich kann den in allen Variationen, ich kann mal gerade vorgehen, lass mich mal gerade hinten rein. mach mal. Dann zeige ich dir das mal. Ja, also du siehst jetzt, der ist fest und ich trete da drauf, zack, und jetzt ist der entriegelt und jetzt kann ich den kinderleicht in allen Richtungen verstellen, aber ich kann den auch drehen. Und Ist das eine Sache, die ich auch barfuß machen kann? Du kannst doch barfuß machen, da brauchst du jetzt keine Schuhe für anzuhaben. Okay, dann da vorne gut zu sehen der Doppelboden. Ich glaube, das ist fast ein Lehrstück für die Unterschiede zwischen Carthago und vielen anderen Reisemobilen. Denn dieser Speicher-Doppelboden macht eine behagliche Wärme auch im Winter. Ja. Jetzt schau dir mal diese Tiefe hier an. Also das geht ja mir wirklich bis ans Knie. Das ist knietief. Und das ist ein Riesenfach, was hier unten drunter verbaut ist, wo ich wirklich, ich sag mal, jetzt Lebensmittel reinbringen kann, Getränkekisten, whatever. Hier ist die ganze Ver- und Entsorgung ist hier untergebracht. Das heißt, ich kann von hier aus den Abwassertank entleeren. Der Frostwäscher ist da drin. Und das ist selbstverständlich beheizt. Also Lebensmittel, die jetzt frisch bleiben sollen, tue ich da besser nicht rein. Und somit schaffe ich natürlich immer den Schwerpunkt schön tief ins Auto. So, es fängt an zu stürmen. Ich zeige das mal gerade. Wir sind in Altenhofen. Ich glaube, die Windenergie hat jetzt viel Spaß, die jetzt gleich kommt. Denn es gibt gleich einen Sommersturm. Das ist doch gut, wir haben doch auf erneuerbare Energie gesetzt und irgendwie muss ich doch meinen Elektrowagen voll kriegen. Das Auto kannst du quasi autark betreiben im Sommer auf jeden Fall mit dem Thema Solar. Wenn ich länger stehe, produziere ich meinen eigenen Strom, oder?
Ja, ganz genau. Ich sag mal, heutzutage Solaranlage hat fast jedes Auto an Bord und Lithiumbatterien sind mittlerweile auch erschwinglich. Von daher kommt da immer mehr dieser Technik zum Einsatz in den Fahrzeugen. Fliegengitter hat er auch? Ja, Fliegengitter hat er selbstverständlich auch. Hier über die ganze Türe dann auch dementsprechend, sodass da auch beim Wind kann ich das ruhig auflassen. Das ist kein Problem. So, der Thorsten ist schon ganz aufgeregt. Du darfst mal reingehen, bitte. Geh ruhig mal vor. Mach ich? Und setz dich mal bitte in die Bank rein, dass wir da mal sehen, wie schön wir hier zu dritt. Jetzt fehlt nur noch ein Käffchen. Ja, Kaffee und Kuchen. Was wir haben. Ich mach mal hier oben ein bisschen auf. Das geht wie eigentlich? Das hier Kurbel. Kurbel mal. Ja. So, ein bisschen die Wärme rauskriegen. Kleines Alles bisschen. gut, wir hoffen nur, dass der Sturm uns gleich nicht die Dachluke mitnimmt. Ach, das wird schon Aber gehen. jetzt schau mal bitte gerade, Sven, hier Ja. jetzt für die Zuschauer. Ich stehe hier jetzt im Fahrerhaus des Fiat Ducato 8. Ich habe hier noch, also mal locker eine Faust kann ich noch über den Kopf stellen. Also ich könnte hier mit dem Hut durchlaufen und schau dir mal diese riesen Staukästen an. Ja? Und dann guckst du mal diese Metallscharniere wieder hier und das Klangbild, hör mal. Ja, zack, das ist schon... Es ist Liner-Feeling, wirklich. Das ist Liner-Feeling. Jetzt schau mal hier, ich nehme jetzt so eine Klappe in die Hand rein. Ich habe 105 Kilo. Das ganze Auto schaukelt. Ja? Ist dir jemals eigentlich eine abgerissen? Nee, Wer denn? noch bis jetzt nicht. Ich zeige das bei fast jedem Fahrzeug auf Weil der es Messe. Da denken also- viele Leute, der hat sie nicht alle. Stimmt auch. Trick ist, er verstärkt immer vorne rechts beim Eingang die Klappe. Also das ist auch immer die gleiche, muss man Ich kann gucken. eine andere nehmen, ist auch kein Problem. Schau mal hier die Scheint mir auch große eine hier. Systematik zu sein. Ja, da passiert nichts. Ja, da stimmen bei uns noch die Spaltmaße. Das ist schon vom Möbelbau. Was ganz Tolles. Komm, wir setzen uns mal hin, dann zeige ich mal gerade. Ich hätte ja früher immer gesagt, ruhig brauner, aber wir haben schon so viele Karthago-Videos gedreht. Also vielleicht fassen wir zusammen, es ist eine gute Qualität, okay, Ja. die man so oder so ähnlich nicht überall findet, aber es ist ja auch eine Stange Geld. Muss man sagen, du kriegst also was für dein Geld, das willst du eigentlich sagen, oder? Ja, also ich denke mal so, das Preis-Leistungs-Verhältnis entscheidet. Natürlich kriege ich auch ein Reisemobil, was deutlich günstiger ist jetzt wie dieses hier. Nur ein Reisemobil ist ja eine Investition, die macht man nicht für ein Jahr oder so. Die durchschnittliche Haltedauer eines Karthagos ist 6 Jahre und dann orientiert der Kunde sich oftmals und bleibt aber der Marke sehr, sehr oft eben treu und kauft ein zweites oder drittes Fahrzeug. Und das spricht eben für die hohe Verarbeitungsqualität und auch für den Werterhalt der Fahrzeuge. Das hier quasi ein Baby-Karthago, so kann man sagen. Er ist sehr schmal, er ist nicht ganz so hoch. Damit kommst du überall durch. Für viele Leute eine Kaufentscheidung. Länge von dem Fahrzeug? Der ist jetzt 6,95 Meter. Überleg mal, unter 7 Meter. Ja, genau. Und da gibt es noch einen Grund, den finde ich selber auch absolut genial. Den habe ich auch schon mal selber gefahren. Das ist dann der 141er. Der ist dann 6,65 Meter lang, hat auch längs Einzelbetten drin und hat dann halt eben, ich sag mal, so eine tricky Geschichte, wie man dann mit dem Bad halt dementsprechend umgeht und mit den Betten, sodass man die Sachen auch vernünftig nutzen kann. Ja, ihr habt eine schöne Ausstattung immer gewählt. 9-Gang Automatik. Die Fahrzeuge, die ihr als Lagerware hier bestellt haben, immer Automatik? Also solange ich Einfluss drauf nehmen kann, und das kann ich bei fast allen Fahrzeugen, haben die immer Automatikgetriebe drin. Ich nehme immer die Klimaautomatik und ich versuche immer bei allen Autos auch die Alufelgen mitzubestellen. Das ist einfach eine Gewichtsersparnis und ja gut, okay, ist ein Aufpreis von 790 €. Nichtsdestotrotz ist es eine Anschaffung, die sich über die Jahre schon amortisiert. Ja, der Fiat Ducato 8, unglaublich leise. Wir haben heute in einem drin gesessen, beim Integrierten natürlich nochmal eine Ecke leiser. Was auch schön ist, hier sieht man auch mal, wie viel mehr Platzgewinn hat. Man hat im Integrierten hier vorne. Das heißt, du hast nicht so dieses Riesenliner integrierte, dieses, ich sag mal, aufgesetzte Riesenfahrzeug, sondern du hast ein sehr schönes Fahrzeug mit tollem Werterhalt, weil du von außen gar nicht siehst, was drin ist. Also Fiat Ducato 8 runter oder jetzt Mercedes-Benz, du würdest es von außen zunächst gar nicht sehen, oder? Nee, also beim Vollintegrierten, da musst du schon Fachmann sein, um jetzt zu sagen, ist Mercedes oder Fiat drunter. Leider gibt es den Kompaktline nur auf dem Fiat, also leider deswegen für die Mercedes-Fans halt jetzt. Aber der Fiat, wie du schon gesagt hast, der macht einen absolut tollen Job. Auch hier schönes Lederlenkrad drin, von der Haptik her. Das hat schon PKW-Anmutung, ergonomisch geformt hier. Das neue Vierspeichen-Design, wirklich ein schickes. Ich kriege jetzt wieder einen Mercedes, muss ich sagen. Also Ja? das erste Mal Mercedes war gar nicht schlecht, was wir hatten, aber ich bin ganz begeistert vom Fiat Ducato 8. Viel leiser geworden, andere Motoren
mit drin, andere Abgasreinigung. Also ein ganz neues Auto eigentlich, oder? Das war ja auch mal nötig, sage ich jetzt mal. Der Fiat 7 war ja nun doch dann wirklich jetzt so ein bisschen in die Jahre gekommen. Und jetzt beim Fiat 8 hat man echt nochmal einen Quantensprung gemacht und auch den Anschluss wieder bekommen. Absolut. Sehr schön sind viele Ablagefächer. Hier sieht man auch so ein bisschen die Gene natürlich aus dem Lieferfahrzeug. Ihr habt eine Rückfahrkamera immer dediziert. Das ist vielleicht auch eine schöne Sache an der Seite. Die sitzt hier hinten links. Die kann ich also auch Dauer betreiben, indem ich halt einfach unten links den Taster drücke. Dann ist die wie eine Rückspiegelfunktion permanent eingeschaltet. Ansonsten geht die immer dann an, wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Sag mal, dein Tipp ist doch, wenn man das Hubrad nicht wirklich braucht, lasst es weg. Weil die meisten fahren in Hubrad spazieren, benutzen es nie. Ja. Der Innenraumzugewinn, warte, ich zeige euch beide mal. Das ist so heftig, viel mehr Platz, den du einfach hast, wenn du jetzt von hinten filmst. Ja. Hier das Ganze siehst, wie viel Raum und Platz du hier drin hast. Ja. Also bei einem Fahrzeug 126.504 € auf Carthago-Basis. Wissen die Leute den Unterschied, wo der gebaut wird? Weil ich weiß, der Volkswagen T6.1 wird einmal in Polen gebaut, einmal in Wolfsburg. Von außen siehst du es gar nicht. Du weißt das selber. Der eine wird in Polen gebaut, der Transporter, der andere, der Multivan, glaube ich, in Wolfsburg. Genau. Ja, und die laufen also unter einem Branding. Das ist halt so. Ne? Ist dasselbe eigentlich. Du kannst keinen Unterschied. Die Ersatzteile passen alle. Es ist hervorragend verarbeitet, auch die polnische Version. Ja, es gibt dann ein entsprechendes Qualitätsmanagement. Von daher sind die Fahrzeuge immer überzeugend. So. Ich habe schon das Gefühl, die Spaltmaße, egal wo die gebaut werden, es ist schon ein, ich sag mal, Angriff auf die ganze Wohnmobilindustrie, oder? Ja, das ist so. Ich glaube schon, und das meine ich jetzt auch als Mensch und nicht jemand, der jetzt ein Carthago-Hemd an. Ich glaube schon, dass wir im Möbelbau Benchmark in der Branche sind. Also was jetzt Spaltmaße betrifft, was die Verarbeitung als solches betrifft, was die Verwindungssteifigkeit betrifft. Man muss mal eins überlegen, die Leute, die hierher kommen und einen Carthago kaufen, kommen meistens auch mit einem Premium-Pkw angefahren. Das heißt, die haben also schon sich einen gewissen Standard im Leben erarbeitet und verlangen den einfach auch, wenn sie sich ein Reisemobil kaufen. VW meistens? Auch Audi, Mercedes, BMW, Jaguar, Porsche. Ich habe Kunden mit Bentleys, die hier angefahren kommen. Das ist halt dann so, dass der Kunde dann im Reisemobil jetzt nicht auf einmal mit so einem Klapperding durch die Gegend fahren möchte. Und da sind wir schon weit vorne. Das sehe ich schon so. Ein Toyota kriege ich jetzt. Hast du auch schon mal Kunden gehabt mit Toyota? Ich habe auch schon Kunden mit Toyota gehabt, ich habe schon Kunden gehabt mit Lada gehabt, ich habe schon Kunden gehabt mit Dacia. Ja, das sind das ja die kann Leute, heute gar nicht mehr sagen. Was das sind die Leute, die ja kein Statussymbol brauchen. Ich habe jetzt gerade letzte Woche Samstag habe ich total gelacht. Morgens um 10 kommen Leute mit einem super tollen Porsche angefahren. 992, neueste Generation. Sind 2-3 Stunden lang beraten und bedient worden von unserer Starverkäuferin, der Yvonne. Kurz vor 1 kommt ein Pärchen mit 2 Holland-Fahrrädern angefahren. Das ist echt kein Witz. Die sind um 1:45 sind die mit einem Kaufvertrag vom Hof gefahren, die 2 mit dem Porsche am Prospekt mitgenommen. Von daher kannst du da nichts für geben, wo einer mit angefahren kommt. Das vielleicht auch nicht. Vielleicht sind die Porsche-Fahrer ja ein bisschen vorsichtiger gewesen. Ja, vielleicht wollt ihr dann noch mal drüber schlafen. So, das Rauchglas, das ist neu? Nee, das Rauchglas ist nicht neu. Das hatten wir ehrlich gesagt vorher auch schon. Du hast das CBE-Kontrollpanel, wo du halt Flüssigkeitsstände und BatterieladeZustände abrufen kannst. Ist Diesel möglich eigentlich, Dieselheizung? Nein, leider nicht. Also vielleicht hört aus der Carthago-Entwicklungsabteilung ja mal jemand zu. Ich würde mir zumindest optional auch eine Dieselheizung wünschen. Ich sage jetzt nicht, dass die besser ist oder so. Das möchte ich gar nicht. Eine Option mehr. Es ist eine Option mehr und ich finde es nicht schlecht. Vielleicht sind es jetzt gerade die falschen Zeiten, um sowas ins Spiel zu bringen. Aber ich glaube, zukünftig sollte man wirklich dem Kunden einfach die Wahl überlassen oder dass einfach der Verkaufsberater auch Einfluss auf die Bedürfnisse des Kunden hat. So, jetzt das Thema Fernsehen. Du schaust ab und zu mal Fernsehen? Sehr selten. Sehr selten. Aber Sport, wenn überhaupt. Ist es so, das Fahrzeug verfügt über keinen Fernseher. Das ist die sogenannte, ich sag mal, das ist die ganz reduzierte Version, die hier drin ist. Ja, das ist ein Modell, ja. Und deswegen hat man einen sehr kleinen Fernseher eingebaut. Das heißt, wenn man Fernsehen gucken möchte, macht man das hier vorne mit dem Pioneer-Navi. Nee, macht man nicht. Nee, macht man nicht. Pass auf, geh mal ganz kurz in den Tritt zurück. Genau. Und jetzt kannst du mal gucken. Der hat hier einen Fernseher. Ich finde, der ist mehr als ausreichend, nämlich 32 Zoll. Das ist ja mega. Ja, das ist absolut mega. Und da ist auch eine echt aufwendige Technik dahinter. Da läuft hier mit einer Umlenkrolle. Das heißt also, wenn ich das jetzt reinschiebe, kommt mir das Stückchen Schrank dann schon wieder entgegen. Und das soll in 5 Jahren auch noch funktionieren. Also bis jetzt tatsächlich haben wir damit noch großartig keine Reklamation. Wenn du mal gerade mal mehr wie 2-mal rein raus machst? Ja, das funktioniert doch 3-mal. Also selbst im Messebetrieb, wo Leute daherkommen,
kommen, die jetzt überhaupt kein Gefühl für ein Reisemobil haben, sondern ein bisschen so grobmotorisch unterwegs sind, das funktioniert. Glaube es mir. Wieso schaust du mich gerade an? Ja, bei Grobmotorik, da habe ich gedacht, guck doch mal den Sven an. Ja, sehr schön. Also ein vollwertiges Reisemobil, mach mal zu, dann wird viel leiser. Wegen dem Lärm, genau. Große Küche, jetzt nicht riesig, aber es ist eine richtige Carthago-Küche. Ja. Es ist eine Küche, wo ich sag mal jetzt auch mal ein bisschen was kochen kann im Fahrzeug. Klar, jetzt hier mit 3 Riesenpfannen, da muss man schon ein bisschen jonglieren. Aber im Regelfall koche ich jetzt hier auch nicht unbedingt die 7-Gänge-Menüs, wobei wir auch sehr gerne im Reisemobil kochen. Genau, dann hast du hier wie immer, ne, das muss ich jetzt nicht immer erklären, alle Schubladen mit Softclose. Der Besteckkasten hier ist auch vernünftig eingearbeitet mit Holz, da liegt nicht so ein Plastikkrempel drin. Hier unser berühmtes Spülen-Abdeckenbrettchen, das ich hier nochmal als Schneidebrett einhängen kann. Und hier wäre dann die optional, und da ist sie schon wieder, die berühmte Dolce Gusto Kaffeemaschine drin. Kann man nehmen, muss man nicht nehmen. Ich habe sie bei den Vorführwagen meistens mit dabei, um es halt einfach auch zu zeigen. Haben die irgendwie einen Vertrag mit... Ich glaube schon, ja. Dolce Ich glaube, Gusto. wir hatten jetzt auch mal irgendwie... Nespresso habt ihr nicht, ja? Früher hatten wir ja Nespresso gehabt, aber die ist ja, zumindest die wir verbaut haben, die ist ja dann irgendwann von Nespresso vom Markt genommen worden. Und dann mussten wir kurzfristig umswitchen. Das war eine riesen Herausforderung, eine Kaffeemaschine zu finden, die genau in unseren Schrank passte. Sonst hätten wir den ganzen Müll ändern müssen. Liebe Leute von Nespresso, ich habe euch angefragt für 1000 Kapseln für ein Gewinnspiel. Sie haben es abgelehnt. Haben gemeint, nee, ach, German Television, guckt da eh keiner. Und da habe ich gesagt, okay. Aber ich habe noch nie erlebt, dass einer hier auf den Hof kommt und sagt, ich habe einen Film gesehen von German Television, die kennen die alle. Geht gar nicht, gell? Null. Ich weiß gar nicht, wofür wir das hier machen. Ich zeige mir gerade auch hier, ich muss da schnell ablenken, bevor es eklig wird. Das ist eine Spüle, kannst du Pizzateller, oder? Ja, das ist eine Spüle, da kannst du auch drin spülen, genau. Und ja, genau, so ist das Ganze. Frischwasser? Halt, Moment, das habe ich nicht lügen, 135, muss ich, ja, doch. Ich habe mich nämlich eben versucht zu linken bei den Karbe, musst du mir vorstellen. Also ich verkaufe mein eigenes Auto und da fragt er, du Sven, hast dich ja bestimmt gut vorbereitet, wie viel Frischwasser und Abwasser hat er denn? So, und da stand ich, da habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich 110. Da habe ich erst mal gewusst, wie scheiße das ist, wenn du es nicht genau weißt. Ja. Gefährliches Halbwissen. Ja, so um die 100 Liter, habe ich gesagt. Nee, 135 hat der, ja. Frischwasser. Ja, Frischwasser, ja, Okay, genau. cool. Ja. Genau, dann haben wir hier nochmal den... Sag mal, Andreas Frage, wir stehen ja sehr schräg, Hubstützen geht hier. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Hier geht ganz normal die Alco-Hi 4 rein. Hier baue ich auch eine EP-Hubstützenanlage drunter, wobei ich würde für das Auto immer die Alco-Hi 4. Ist die leicht, was wiegt die? 65 Kilo. 65 Kilo, komplett mit Einbau. Das macht die jeden Tag, Ja, oder? der Einbau, der ist besonders schwer. Der wiegt nochmal 5 Kilo extra. Ja, die Anlage wiegt 65 Kilo. Ja. Und ich weiß, manche hassen mich dafür, wenn ich das jetzt sage. Ja. Wir gehen aber auch mit 2 Mann daran. Wir brauchen 4 Stunden dafür. Preis? Ganz ehrlich, ich kann... 6,5 oder? Ja, plus minus. Ich kann im Moment keine Preise nennen, weil die ändern sich auch bei uns tagtäglich. Ich sag noch 128 Liter. So, jetzt machen wir schnell auf. Kühlschrank, das Aber ist ich bin sauber aus der Affäre gekommen. Ist das jetzt ein AES oder ein Das Kompressor? ist natürlich, nee, das ist ein AES-Kühlschrank mit einem integrierten Gefrierfach drin. Das kannst du auch rausnehmen, um die Kühlleistung des Kühlschranks nochmal zu verstärken. Und der läuft eben auf... Aber zeig mir doch einmal im Leben, wie man hier so ein Fach rauskriegt, wenn man das rauskriegen Du will. willst mich jetzt aber auch Nein, wirklich hier, auf- das, nein, unten. So eins hier? So eins. Wenn du mir einmal zeigst, wie Woher das weiß geht. ich das? Nee, keine Ahnung, weil ich habe es nicht rausbekommen. Ohne Witz. Ah, doch, warte. Also ich weiß, meine Frau nimmt es immer raus, wenn die den Kühlschrank auswischt. Aber... Das ist So, und ja, jetzt? Ja, warte mal, das kannst du doch hier irgendwie verdrehen. Und dann? Also, pass auf, wenn das meine Frau kann, dann kann ich das auch. Wenn die das Video sieht und ich kriege das jetzt nicht... Oh, Scheibenkleister. Wie blamabel ist Ich habe das nicht hinbekommen. Also liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie das ich sitz geht. hier. Weil der Andreas mal reinkriegt es nicht hin. Aber du hast Leute, die das können. Ja, meine Frau zum Beispiel, die kann das wirklich. Die holt das raus. Nee, ich möchte hier nichts kaputt Soll ich machen. mal probieren? Einmal. Soll ich wieder mal die Kamera halten? Nein, es könnte ja sein, dass man es hier rein Also das hat ja kann. irgendwas, das ist ja nicht umsonst, dass man es Warte mal, verdreht. da ist so ein bisschen wie Tetris. Oder man dreht so... Nee. Ich hab's nicht hinbekommen, muss ich ehrlich sagen. Also schreibt mir in die Kommentare, wie es geht. Ich habe auch keine Brille an, ich sehe nur weiß. Ist gut, Andreas. Nee, jetzt interessiert mich doch jetzt selber. Ich meine, ich will den Film jetzt nicht sprengen. Ruhig, Brauner. Ruhig, Brauner. Also wir lassen es mal. Ich würde sagen, das ist Schreibt mal in die jetzt Kommentare. die Quizfrage. Kommentare ist auch gut für den Algorithmus deiner Seite. Ab in die Kommentare. Ob das jemand gelesen Das hat. wissen alle, nur wir 3 Deppen wissen das gerade nicht. So, Raumbad, das ist phänomenal, denn du kannst die Tür anschlagen oder nicht. Ja, doch, die kannst du anschlagen. Dafür ist hier extra hier oben der Anschlag. Und du hast dann automatisch auch hier im hinteren Bereich sogenanntes Umkleidezimmer. Ich mache jetzt hier mal die... Ah, das Magnet.
Ja genau, ist mit Magnet. Das hält auch bei ein bisschen Schräglage halt dementsprechend. Und ja, hier hinten hast du deine längs Einzelbetten halt, die du dann auch am Fußteil hochklappen kannst. Stopp, ich brauche den Thorsten mal. Thorsten, komm mal bitte her. Thorsten. Deine Größe heute? Wie groß bist du? 1,77. 1,77. Der Andreas ist 1,82. Das weiß ich. Geh mal neben den Andreas. Ihr seid jetzt das Ich Ehepärchen. sitze jetzt gerade. Achso, Okay. ich Nein, dachte, ihr du wolltest dürft jetzt in den Schrank klettern. Nein, Achso. ihr dürft euch beide mal kurz hinlegen. Probe legen. Wir sollen uns Vorliegen? hinlegen. Ja, das bitte. auch noch. Okay. Thorsten, erster Arbeitstag, schon liegen wir zwei im Bett. Ja, so schnell geht das, ne? Mensch, schade, dass du nicht, weiß ich nicht. Thorsten, wir sehen dich ja, Weißt oder so. wir Tut mir sehen leid, dich dass ja, ich jetzt keine langen blauen Haare habe. wir sehen dich ja in Düsseldorf auf der Messe. Auf jeden Fall. So, da ist der Andreas auf der rechten Seite. Es gibt zwei verschiedene Längen. Ist das hier auch so? Nee, das ist hier nicht so. Die Betten sind gleich lang. sind gleich lang. So, das Ja. ist. Also ich liege hier bequem. Ich auch. Thorsten, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Echt? Okay. Ich könnte schon nichts. Also, Dann sag ich wenn ihr gute noch- Nacht, John Boy. Also wenn ihr noch einen Job sucht, hier ist ganz lockeres Eierschaukeln angesagt. So während der Arbeitszeit. Erster Arbeitstag, wir haben Spaß, Kamerad, das wird schnell ändern. Lass du mal nach Düsseldorf kommen. Düsseldorf kommt. Ist so, hat man dir ein bisschen was erzählt, was sich hier erwartet? So, dass das Thema zum Beispiel Messeverkauf ganz schön stressig sein kann, 11 Tage? Ja, ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Aber da freue ich mich auch drauf, da können wir richtig Umsatz machen. Ja. Von daher. Thorsten, ich muss sagen, du bist ein cooler Typ. Wir werden noch viel Gleichfalls. Freude haben, weil das ist ja, ich muss sagen, bei Marein haben alle das Arbeiten nicht erfunden. Das ist so, zumindest mal im Vertrieb, denn wenn man die Fahrzeuge richtig vorführen will, dann muss man auch Probe liegen. Und da ist es so, dass ihr Verkäufer habt, die sind echt schon mal eingepennt. Also auf so einem Ding, weil das so gemütlich ist. Ja, der Tim ist hier schon mal eingeschlafen, das stimmt tatsächlich. Das Gerücht streuen wir jetzt weiter und dann irgendwann kommen die Kunden und sagen, Sie sind da derjenige, der eingeschlafen ist. Ja, der Tim. Der Tim war es. Der schläft hier So, wir regelmäßig machen mal schnell zu. Hier vorne ist ein Heki. Heki heißt übrigens Hebe-Kippfenster. Ja, richtig. Das Wo ist hast du denn? ein Heki, ja. Ich hab schon mal ein Video gemacht über einen Heki. So, komm, Spaß beiseite. Kann man hier ausziehen eigentlich? Kann man hier so ein... Du kannst den Treppenlift kannst du auch, bleib ruhig liegen, Thorsten. Ja, okay. Den Treppenlift kannst du ausziehen, das heißt, du hast hier nochmal ein Kläppchen drin und da ist nochmal ein Brett, was du rausziehst und unter dem Brett ist dann nochmal eine Leiter verbaut, die du dann ausziehen kannst und dann da hochklettern kannst. Und wenn man es noch weiter aussieht, ist noch eine Leiter in der Leiter. Ja, und dann haben wir noch eine Leiter und noch eine Leiter bis in den Keller hinein. Nein, das Bitte einmal zeigen die Leiter. Ja, Ich will das natürlich. einmal Ich kann sehen, das weil mal die habe ich noch nie gesehen. Ja, dann geht auch noch. Zwei. Jetzt haben wir. Ach so, die Leiter ist zum Hochkommen. Ja, aber Okay. wofür soll die denn sonst sein? Ja, was weiß ich, irgendwie die Leiter drin. Das heißt, du kannst es einschieben, du kannst entweder eine Liegewiese draus machen, wenn du jetzt mal ein bisschen länger bist, oder du hast ein Kind dabei in der Mitte. Ja, das würde auch gehen. Auch das gibt es tatsächlich, dass Familien das Kind da in der Mitte schlafen lassen. Mein Fall wäre es jetzt nicht. Ich finde, jeder braucht sein eigenes Bett. find's cool. Echt? Ja, nee, das haben wir nie so gehalten, aber alles gut. Es geht auf jeden Fall. Du kannst hier, weil du hast ja jetzt hier Endfall-Hubbett. Da ist immer eine Option, die hat dieses Fahrzeug jetzt, ich sage jetzt mal Der blöderweise nicht. höhenverstellbare Tisch. Genau, richtig. Ich würde dann immer die umbaubare Sitzgruppe mit dazu nehmen, damit man immer noch mal eine Waffe in der Hand hat, wo jemand schlafen kann. Sprich, dann hast du dann ein Teleskop, Tischbein und ein Zusatzeinlegekeil, dann kann da noch mal jemand schlafen. Sehr schön. Ja, da vorne ist der Thorsten. Der Thorsten, genau. Das übrigens. Der noch nicht eingeschlafen ist. Ich bin noch nicht eingeschlafen. So, komm, wir zeigen mal gerade. So, Thorsten, komm mal runter, bitte. Mach ich? Warte. So, dass wir das mal kurz zeigen, denn das Wichtigste, Thorsten kommt mal runter. Wir zeigen jetzt mal den Kleiderschrank, dass das Ganze mal sehen. Und Zeig du mal Kleiderschrank, ich bleib hier vorne. genau. Mal den Kleiderschrank zeigen. Okay. So, einmal hier vorne öffnen. Da ist so ein kleines Kläppchen. Dann kann man das liften. Heb's mal hoch. Ja. Da. Jo. So, und dann echt erster Tag jetzt. Erster Tag, ja. Ich habe morgen um 9:30 angefangen. So ist es. Das dürfte das Polster sein für Also für das Reinlegen. das Mittelteil. Unglaublich tief. Ja, absolut. Also du kannst hier auch wirklich große Sachen reinhängen, ob es jetzt das Abendkleid ist oder einfach nur der Skianzug. Da geht wirklich alles aus. Das gleiche hast du auf der anderen Seite auch nochmal. Sag mal, was ist das für ein Brett, was da oben drauf Das liegt? ist, wenn du jetzt nicht das lange Abendkleid da reinhängen möchtest. Achso, ein Zwischenboden. Genau, da sind ja nochmal diese kleinen Pinchen da im Holz drin und dann hast du einen Zwischenboden, den du reinlegen kannst. So, andere Seite, was da? Kurz mal Auf der gucken. Seite ist das quasi Das gleiche. analog, genau. Du kannst dann auch wieder hochklappen da. Ah, okay, zweimal. Genau. Das Fach hier ist auch schön hier. So ein kleines Fach mit drin, da kannst du was reinlegen. Genau. So, und wir gucken uns mal das Bad an. Jetzt Und gerade dabei sind.
Das Bad ist schon groß. Also durch die Raumbadfunktion hast du natürlich auch nicht diese Platzenge, die du hast im Kastenwagen. Nee, finde ich auch, ehrlich gesagt. Und man muss bedenken, das Auto ist nur 2,12 Meter Außenbreite. Und wenn ich da jetzt mal ganz grob 7 cm Wandaufbau, also rechts und links, abziehe, wie gesagt ganz grob, dann habe ich hier immerhin ein Fahrzeug mit 2,5 Meter Innenbreite. Ne? Also du hast mich überzeugt. Ich bin ja sowieso Fan mittlerweile von nicht mehr so riesen Fahrzeugen. Ja. Krieg jetzt ja mit den Loftliner mit 7,99 oder 8,20 Meter hat er nur noch, weil ich gemerkt habe, 2,40. Also den gibt es auch mit 2,50, aber dann wird er wieder zu schwer, zu groß. Die Proportionen passen dann nicht, muss man auch dazu sehen. Ja. Das ist oft so. Ja, cooles Auto. Man muss auch sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis her, werden nicht billiger. Wer sich nie zum Kauf entscheidet, wird nie eins kriegen. Nee, das ist so. Gibt ja Leute, die sagen, Mensch, ja, ich warte noch ein Jahr, das wird alles günstiger. Da wird nichts mehr günstiger, das ist einfach so. Das sind die Preise, da sollen wir uns dran gewöhnen und keiner hat was zu verschenken gerade. Jetzt kommen ja viele, die sagen, ey, das wird alles zusammenbrechen nächstes Jahr, der Markt wird, ich glaube, wir stehen jetzt ganz am Anfang, oder? Nee, das wird nicht zusammenbrechen. Ja, es wird sicherlich Leute geben, die, ich sag mal, Corona-bedingt in die Branche eingestiegen sind und gesagt, jetzt machen wir mal Wohnmobil 2-3 Jahre, die jetzt auch wieder verkaufen. Da gibt es auch einige von, da kaufen wir viele Autos gerade auf. Aber die geburtenstarken Jahrgänge, die sind nun mal biologisch da und die sind bis 2030 steigende Bevölkerungsgruppe. Ich mache mir bis 2030 überhaupt keine Illusion, dass irgendwas... Bist du 2030, bist du wie alt? Da bin ich in Rente, da macht mein Sohn längst weiter. Der ist mittlerweile schon mit im Betrieb 3 Tage die Woche. Der ist übrigens auch in Düsseldorf, heißt Marco. Marco Marein, der ist mit in Düsseldorf und der macht jetzt schon sehr, sehr viel hier. Studiert BWL auch. Der studiert International Business. Ich konnte mich schon, da war der 15 nicht mehr mit dem unterhalten, da war nun alles bei dem in Englisch. Also die Nachfolge ist gesorgt. Der freut sich total drauf. Wir müssen im Moment eher aufpassen, dass er sein Studium nicht abbricht und jetzt nicht schon in Betrieb kommt. So, da steht er. Also, wenn man den haben möchte, ist der hier verfügbar? Kann man den haben? Der ist verfügbar, dafür steht der. Du kriegst noch einen sogar? Ich krieg noch einen, jetzt noch im Oktober rein. Das heißt also auch noch ein Fahrzeug. Ich weiß jetzt nicht, ob die Konfiguration noch änderbar ist. Ein paar Punkte vielleicht schon. Der ist im Oktober da, sodass also auch wirklich, wenn das Auto jetzt aber vom Polster her nicht gefällt, noch ein anderes Fahrzeug quasi unterwegs ist. Ich habe also den 143er Grundriss, also da, wo wir jetzt hier drin stehen, habe ich im Moment noch 4-mal im Bestand, also als teilintegrierten 143er mit Mercedes. Dann habe ich auch noch einen voll integrierten da, also auf Tourer-Basis jetzt. Und da ist also... Ich zeige mal gerade von weit weg, dass man das mal sieht. Also das kann man nicht lesen, dass da ist deine Magic List. Das ist schon... Die habe ich eben versehentlich zusammengeknubbelt mit dem Papier, was hier rumflog. Sowieso peinlich genug, dass wir jetzt über ein paar Fahrzeuge reden. Wir sind aber jetzt quasi am Ende der Ordersituation. Das heißt, alles, was jetzt kommt, werden 23er, aber es werden Durchläufer, viele Durchläufer produziert. Ja, also wie schon gesagt, also bis Februar, März 23 werden 22er Modelle produziert. Es wird lediglich ab August, September 23er Vorführwagen für den Handel produziert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Händler einen Vorführwagen im Oktober oder November abgeben wird, weil dann hat er nichts zu zeigen. Das wäre sehr dumm und kurzfristig gedacht. So, auch hier Doppelboden, mach mal hoch, dass wir einmal kurz gucken. Ja, da kann man richtig durchladen. Genau, richtig. Du hast ja von außen noch mal ein Fach, da kannst du quasi einladen und hier dann wieder dementsprechend aus. So, und das gleiche auch hier wieder mal? Ja, hier haben wir logischerweise auch ein Fach. Hier gibt es noch mal eine Schlaufe, ich ziehe lieber da, nimm das Kissen mal eben weg. Zack, das kannst du einfach so hochklappen und so bist du an dem Fach wieder dran, welches du auch von außen beladen kannst. Ja? So. Da unten ist dieses Metall, das ist der Gurtbock, der da mit dem Rahmen auch verschraubt ist. Das heißt, die kompletten Wärmeleitungen laufen durch den ganzen Doppelboden durch? Das Auto ist komplett mit Heizung im Doppelboden überall in allen Nischen versorgt. Ja. So, Thorsten, hast du sehr gut gemacht, das Video, muss ich sagen. Du wurdest auch extrem gefordert in dem Video. Ja, auf jeden Fall, ja, im Rahmen meiner Möglichkeit. Im Rahmen deiner Möglichkeit. Aber warte mal ab, in spätestens 10 Jahren, da bist du richtig fit. Auf jeden Fall. Auf dem Sektor auf jeden Fall. Thorsten Wind, erster Arbeitstag heute, das wird in die Annalen zumindest mal von Marein Caravaning angehen, 27. Juni 2022. Ey, ich bin so stolz auf dich, wenn du endlich mal rote Schuhe hast, weil muss ich noch arbeiten. muss ich arbeiten, weil
Ich durfte das Firmengelände wirklich nur noch betreten mit roten Schuhen, so war das. Und dann, nee, ist jetzt Zufall, aber die waren wirklich weg, oder? Ich habe keine Ahnung. Also mittlerweile haben ja auch dank deiner Videos, wir haben ja mal in irgendeinem Video gesagt, Mensch, unsere Monteure tragen noch blaue oder schwarze Schuhe. Die haben auch mittlerweile rote Sicherheitsschuhe. Da kam irgendwo der Tipp bei deinen Zuschauern. Ja? Also dafür nochmal danke, liebe Community. Guck gleich mal nach. So, vielen Dank, Andreas Marein, Carthago C-Kompaktline i143 LE Modell 2022 für schlappe 126.504 €. Sofort zum Mitnehmen, gerne auch mit Finanzierung. Tschüss. Auch das. Ciao. Ciao.